Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Schön, dass ihr wieder da seid. Es gibt heute ein einfaches Acrylbild auf einem besonderen Untergrund. Diesmal habe ich mir ein Blatt Steinpapier genommen. Das besteht wirklich aus 100% Stein. Darauf zu malen ist eine echte Herausforderung und etwas Besonderes. Ihr könnt mir dabei gerne zuschauen. Mit verschiedenen Farben und einem dicken Borstenpinsel werde ich nun das Bild malen. Und ihr seht schon, dieser Untergrund ist sehr glatt zum einen, zum anderen gibt er die Farben sehr leuchtend wieder. Und die Acrylfarben, die sonst vielleicht auf normalem Papier ein bisschen dunkler erscheinen und mehrmals aufgemalt werden müssen, sind hier bereits nach einem Auftrag so hell und leuchtend wie zum Beispiel die Ölfarben. Das ist ein interessanter Effekt und den möchte ich nutzen, um ein richtig sonnenerfülltes Bild für euch zu malen mit Sonnenfarben, und ihr werdet am Schluss begeistert sein über das Ergebnis. Jetzt nehme ich zu dem Orange ein Sonnengelb hinzu. Das könnt ihr gleich auf dem Blatt aus der Flasche heraus drauf gießen. Die Acrylfarben trocknen ja normalerweise ziemlich schnell, wenn man kein Malmedium benutzt, das eine Zeitverzögerung mit sich bringt. Auf normalem Papier ist das so, aber hier auf dem Steinpapier könnt ihr die Farben zum Teil vermalen wie eine Ölfarbe. Ihr seht auch sehr intensiv den Duktus, das heißt, die Pinselstriche bleiben auch in der Farbe dann stehen und erhalten. Das ist natürlich ein weiterer Aspekt, der das Malen auf Steinpapier interessant macht. Und zum anderen ist es umweltfreundlich, da ich kein weiteres Malmedium benutzen muss, sondern diese Arbeit der Feuchtigkeitspflege für die Farbe das Papier übernimmt. Und das ist schon sehr interessant. Und das muss man dann wissen und muss das auch nutzen können für seine künstlerische Arbeit. Mit einer weißen Acrylfarbe
geht es nun weiter. Die benutze ich zum einen, um das Bild aufzuhellen, zum anderen seht ihr, wie herrlich sich die anderen Farben dann mit dem Weiß gleich vermischen. Und da muss ich sagen, da bin ich völlig begeistert, denn es ergeben sich sehr schöne andere Farbtöne, so Zwischentöne dann. Die muss ich nicht extra anmischen, die kann ich gleich auf dem Papier mischen, wie ihr seht. Und auch hier die Pinselstriche bleiben stehen, sie sind sichtbar wie bei der Ölmalerei. Und alles ist umweltfreundlich. Das Schöne am Malen mit Acrylfarben ist ja, dass man als Maler auch hier keine Geruchsbelästigungen ausgesetzt ist durch die Farbe, sondern man kann es direkt im geschlossenen Raum verarbeiten, ohne gesundheitliche Bedenken. Und das ist ja auch wichtig. Hier habe ich nun eine kleine Plastikflasche, das ist aus Weichplastik und die hat oben so eine Spritztülle, die kommt dann später noch ins Spiel. Ich wollte sie euch nur erstmal zeigen. Jetzt ist mir der Gedanke gekommen, ich mache da noch ein dunkleres Rot mit dabei, um noch etwas mehr Tiefe auch in das Bild zu bringen. Und dieses dunkle Kirschrot ist ja eine besonders intensive und schöne Farbe, die auch so an die Farbe von dunklen Rosenblättern erinnert. Bei dieser abstrakten Malerei geht ihr einfach intuitiv vor, überlegt nicht lange, zögert nicht lange. Das Schöne ist auch, wenn ihr wollt, könnt ihr so wie ich jetzt das Bild mit nur einem einzigen Pinsel malen. Das ist auch ganz einfach. Natürlich könnt ihr auch andere Pinsel dazu nehmen, um vielleicht dünnere Striche zu erhalten. Aber auch mit dem breiteren Pinsel könnt ihr dünn malen, indem ihr einfach nur mit der oberen Breitseite tupft und dann die Pinselstriche aufs Blatt bringt.
Ihr könnt selbstverständlich mit allen Farben arbeiten, die ihr gut findet. Und das macht es ja gerade so individuell, weil jeder hat andere Vorstellungen, jeder nimmt andere Farben, die er sich aussucht. Und in dem Fall habe ich mich für Gelb und Orange und Rottöne entschieden. Jetzt kommt wieder die Wasserflasche. Das heißt, ich habe da ein bisschen weiße Acrylfarbe mit Wasser vermischt, um sie dann auf das Blatt aufzuspritzen. Und das könnt ihr ganz schnell und zackig machen. Dann wird es am besten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Eure Anne Pross. Ciao.